Hallo bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch den Monteverde Prima vorstellen. Den habe ich mir in der Ausgabe Brown Swirl gekauft. Wie immer will ich so ein bisschen was auch zum Hersteller euch erzählen. Will euch natürlich den Füllfederhalter vorstellen. Dann machen wir Maße und Gewicht. Dann machen wir eine kurze Schreibprobe. Dann sage ich euch, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Monteverde Prima. Und zum Schluss ziehen wir ein kurzes Resümee und ich sage euch, ob ich ihn mir wiederholen würde oder beziehungsweise wo ihr ihn günstig bekommen könnt. Dann lasst uns loslegen. Ja, so habe ich ihn bekommen, den Monteverde Prima. In dieser glänzenden Pappbox. Könnt ihr sehen, wie das sich hier alles spiegelt. Mein Mikrofon, meine Kamera. Also insofern ist eine schöne Aufmachung. Ist natürlich hier so ein bisschen berieben, ist es halt eine Pappbox, das bleibt halt dabei. Ja, Monteverde, A World of Luxury and Innovation. Monteverde ist ein relativ junger amerikanischer Hersteller aus Kalifornien, der wurde erst 1999 gegründet. Und Monteverde stellt auch Tinte her, die stellen Rollerballs her, Kugelschreiber, Minen dafür, also alles wie Sie sagen, auch hoher Qualität. Sie haben auch eine eigene Technik für die Tintenherstellung. ITF nennen sie die Technologie. Und die soll einen besseren Tintenfluss garantieren. Ja, so viel zu der Firma. So kommt die Box hier an. Grüne Box, Monteverde, klar, grüner Bag. Hier steht es nochmal drauf. Die Modellbezeichnung Prima Brown Swirl mit einer M-Feder. FP für Fountain Pen. Und hier ist nochmal so ein bisschen, müssen wir mal gucken, wie wir das hier so ein bisschen drunter bringen. Da steht nochmal die Modellbezeichnung drauf. Monteverde, A World of Luxury and Innovation. Und der Prima ist es. Ja, dann schauen wir uns den mal an. Packen wir ihn mal hier aus. Da kommt zum Vorschein. Legen wir die Papphülle mal nebenhin. Kommt zum Vorschein nochmal eine Monteverde Box. Und in der Box befinden sich noch zwei Papiere. Einmal hier diese Beschreibung der Produkte, die Monteverde anbietet. Also Tinten, sonstige Dinge. World's largest single source for pen refills. Also ein bisschen Eigenwerbung. Legen wir auch mal nebenhin. Dann nochmal die einzelnen Bestandteile. Ihr seht schon, Konverter ist dabei. Zeige ich euch nachher gleich nochmal. Und Limited Warranty, bisschen abgeschnitten. Aber die Garantiebedingungen nochmal. Okay. Ja, kommen wir zur Box weiter. Die müssen wir erstmal hier so ein bisschen schärfer stellen. So sieht es besser aus. Ja, das ist eine, ich würde mal sagen, Kunstlederbox. Schön gemacht. Ja, hier geht es schon ein bisschen ab, seht ihr da. Hier ist so ein kleiner Hubbel drin. Hier ist auch so ein bisschen, also für die Ewigkeit würde ich sagen, ist es nicht gemacht, aber es ist so für einen Füllfederhalter, der 45 € kostet, kann ich euch schon mal verraten. Ich habe ihn bei Amazon gekauft. Dafür ist das völlig in Ordnung. Ja, wenn wir ihn aufmachen, so sieht die Box von innen aus. Da seht ihr nochmal hier oben der Monteverde Schriftzug im Deckel. Das ist mit so einem samtigen, glänzenden Stoff ausgekleidet. Hier haben wir den silbernen Aufdruck Monteverde und wieder der Spruch A World of Luxury and Innovation. Dann haben wir hier den Füllfederhalter. Dieses Band hier ist ein bisschen locker, also der Füllfederhalter kann hier in der Packung, wie ihr das so seht, kann der so hin und her schwingen. Den nehmen wir mal raus, legen wir mal nebenhin. Dann kann man diesen Boden hier rausnehmen und darunter befindet sich nochmal eine Hülle mit 3 Tintenpatronen, beziehungsweise ich habe ja hier den Konverter verwendet und die Tintenpatronen kann man dann hier so entsprechend verpacken. Ja, dann packen wir die Box wieder zusammen. Ich finde, es ist eine schöne Box, also lohnt sich auch als Geschenk und dann kann man diesen Füllfederhalter auch verschenken. Ja,
So sieht der Füllfederhalter aus. Brown Swirl ist das Modell. Ich finde hier mit dem Licht, ich versuche das nochmal ein bisschen besser zu... Ja, hier wird es nochmal, wenn man ein bisschen mit dem Licht rangeht, dann seht ihr die schönen Effekte hier bei dieser Ausführung. Das ist Acrylharz. Ihr habt es euch sicherlich schon gedacht. Also sieht schon sehr nett aus und sehr schön aus. Gefällt mir richtig gut. Okay, so, dann fangen wir am besten mal mit der Kappe an. Kappe hier, Abschluss der Berg vom Monteverde Logo. Schwarzes Abschlussstück an der Kappe. Ein Clip, der, wie ich sagen muss, funktional ist. Nicht zu fest, nicht zu locker. Dann nehmen wir, da können wir gleich mal gucken, wie lange wir oder wie viele Umdrehungen die Kappe braucht, um abgeschraubt zu werden. Eine, anderthalb, knapp anderthalb Umdrehungen. Legen wir den Füllfederhalter mal nebenhin. Dann seht ihr hier schon die Beschriftung. Müssen wir noch mal ein bisschen weiter rangehen. So, Monteverde, USA. Ja, Kappenband, ein schönes Metallband. Hier nochmal ein Ring, Metallring. Also sieht auch sehr gut aus, auch mit diesem schwarzen Abgesetzten. Da stört es mich auch nicht, dass der Kappenkopf schwarz ist und mit Sicherheit bei mehreren Modellen Verwendung findet, weil es ist schön aufeinander abgestimmt und es wiederholt sich auch hier in dem verwendeten Acrylharz wieder. Also alles sehr schön gemacht. Ja, hier seht ihr nochmal Innenkappe, auch in Kunststoff, beziehungsweise in Kunststoff, das andere ist ja der Acrylharz. Also sieht sehr, sehr wertig aus, jetzt nicht besonders schwer, aber sehr angenehm, gut verarbeitet, gefällt mir gut. Kommen wir zum Füllfederhalter an sich. Da haben wir hier erstmal die Feder. Die ist auch sehr schön. Monteverde seht ihr hier oben, dann seht ihr da das Logo. Dann nochmal Monteverde USA und hier ist er auch mit M gekennzeichnet, also eine mittlere Feder. Ja, Griffstück ist mit einem silbernen Abschluss hier unten. Passt gut zur Feder, finde ich. Hier ist auch wieder nicht störend, dass das Griffstück, ich drehe den mal so ein bisschen in schwarz gehalten ist, weil auch am Schaft der Kopf entsprechend, also das Abschlussstück entsprechend schwarz ist. Also das wiederholt sich da alles wieder. Ich finde da und auch hier in diesem Swirl-Muster, da kann man das durchaus machen und da kann man durchaus auch so, ich sag mal, vorgefertigte Stücke nehmen. Okay, bleiben wir erstmal beim Griffstück. Ihr seht hier Metallverschraubung. Hier ist es in dem Acrylharz gehalten. Also diese zwei Teile haben wir wieder unterschiedliche Materialien. Den Konverter habe ich schon befüllt und zwar mit Visconti Sepia. Ich finde, das passt ganz gut dazu. Werde dann nachher im Schreibtest ja auch sehen. Ihr Griffstück hält sich gut in der Hand, sieht solide verarbeitet aus, auch der Konverter solide verarbeitet. Der Tintenleiter. In letzter Zeit stolper ich über das Wort immer. Der Tintenleiter, ja auch ganz normal, wie man es auch von anderen Herstellern kennt. Jetzt keine besonderen Auffälligkeiten, die er hier aufweist. Dann kommen wir zum Schaft. Auch der sehr schön gearbeitet. Hier sehr, sehr glänzend. Seht ihr hier immer noch mal, wie das Licht sich hier widerspiegelt in dem Material. Ich finde, es ist sehr, sehr schön gemacht. Zum Abschlussring hier nochmal ein silbernes Metallplättchen. Das lässt sich hier auch nicht zerlegen. Wir können mal einen Blick reinwerfen. Ja, das ist alles in einem fest verbundenen Bestandteil. Also hier kann man nichts aufschrauben, jedenfalls gelingt es mir jetzt also auf Anhieb hier nicht. Okay, dann setzen wir wieder zusammen. Dann machen wir gleich Maße und Gewicht. So wie ihr ihn hier vor mir seht, jetzt in diesem Zustand sozusagen, also ohne Kappe, da misst er 12,3 cm. Wenn wir die Kappe aufstecken,
Was hier auch sehr gut geht, ihr seht es hier, hält fest, gibt es keine Probleme, also alles fest miteinander verbunden. Dann haben wir 15,5 cm und im geschlossenen Zustand, da misst er 13,4 cm. Ja, so viel dazu. Und dann machen wir als nächstes einen Schreibtest. Zum Schreibtest haben wir hier den Monteverde Prima. In der Ausführung Brown Swirl. Die Feder ist eine M-Feder. Und die Tinte ist Visconti Sepia. Papier ist wie immer Clairefontaine. DCP 160 Gramm. Okay, dann lassen wir die Feder hier mal über das Papier gleiten und ihr könnt wieder zuhören und euch euer eigenes Bild zu diesem Füllfederhalter bilden. Ja, ich finde, er schreibt sehr, sehr schön. Es ist sehr angenehm mit ihm zu schreiben. Er liegt gut in der Hand. Und der Tintenfluss ist sehr gut. Also da kann man gar nichts dran aussetzen. Gefällt mir sehr schön, wie er hier übers Papier gleitet. Man hat ein bisschen Feedback, ihr habt es gehört, aber das ist sehr angenehmes Feedback. Das ist überhaupt nicht störend, sondern man merkt, man schreibt mit einem Füllfederhalter. Also insofern finde ich ganz toll. Gefällt mir gut. Jetzt haben wir einen Moment offen gelassen. Dann machen wir mal ein schnelles Schreiben. Mal gucken, ob er gleich anschreibt. Ja, sofort da. Ja, ihr seht auch hier, da gibt es keine Aussetzer. Da ist der Tintenfluss stets gewährleistet. Gibt es keine Probleme damit. Dann verkehrt herum schreiben. Ja, da haben wir schon so ein paar Aussetzer, seht ihr schon. Das wird sehr dünn, das wird dann wie extra fein. Nicht wirklich schön, aber auch die Feder klingt nicht unangenehm, muss ich sagen. Aber es ist eben kein schönes Schriftbild aus meiner Sicht. Dann schauen wir mal, ob wir ein bisschen Variation in die Feder hineinbekommen. Ja, ich finde, so ein bisschen ist schon da, aber relativ wenig. Aber der Tintenfluss ist sehr schön. Ich finde, passt alles zu der mittleren Feder. Ja, im Großen und Ganzen so viel zum Schreibtest. Und dann werde ich euch als nächstes verraten, was mir gut und was mir weniger gut am Monteverde Prima in der Edition Brown Swirl gefällt. Was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut am Monteverde Prima in der Edition Brown Swirl, so wie ihr ihn hier vor mir seht. Ja, ich finde immer gut, wenn ein Konverter dabei ist. Das haben wir hier gehabt. Konverter ist dabei. Er ist hochwertig verarbeitet, der Füllfederhalter. Also ich finde auch dieses Lichtspiel, was ihr hier seht, finde ich ganz toll. Tolle Materialien sind verwendet worden. Die ganze Aufmachung, die ganze Verpackung eignet sich auch besonders gut als Geschenk, finde ich. Es ist ein angenehmes Schreibgefühl. Die Feder gibt leichtes Feedback, aber sehr, sehr angenehm alles. Toll, muss ich wirklich sagen. Für diese junge Firma, die hat ja jetzt nicht die sage ich mal, 100 Jahre Erfahrung, aber ich muss sagen, ein Füllfederhalter haben sie hier produziert, der wirklich sehr gut in der Hand liegt. Ich glaube auch vom Gewicht her mit 28,2 Gramm. Für jeden ein Füllfederhalter darstellt. Der ist jetzt nicht besonders schwer, ist kein besonderes Leichtgewicht, der ist einfach ein ausgewogener Füllfederhalter, der in die Welt passt. Und für die ganze Aufmachung muss man sagen, ein wirklich schönes Stück.
Einziger negativer Punkt, Entschuldigung, einziger negativer Punkt, aber für mich ist es auch kein wirklich negativer Punkt. Ich zeige es euch hier nochmal, dass diese Kappenköpfe, die sind hier mit, ich sag mal, Standardteilen in Schwarz, genauso wie das Griffstück hier. Ich zeige es euch hier nochmal, als Standardbauteile in Schwarz gehalten. Dadurch, dass dieser Brown Swirl auch schwarze Elemente enthält, finde ich es überhaupt nicht störend. Kann aber sein, dass der eine oder andere von euch sagt, nein, ich möchte keine Standardteile haben, ich möchte alles in einem Guss haben. Deswegen sei es an dieser Stelle erwähnt. Aber mich persönlich hat es überhaupt nicht gestört, weil sich in dem Brown Swirl diese Teile eben auch farblich fortsetzen. Daher finde ich ein gelungener Füllfederhalter. Ich habe ungefähr 45 € für diesen Füllfederhalter bezahlt. Ist jetzt kein alternativloser Füllfederhalter, aber ich finde, mir gefällt die Schreibstärke der M-Feder, mir gefällt der Tintenfluss. Ich finde, es ist ein wunderbarer Füllfederhalter für 45 € bei Amazon, habe ich ihn bekommen, also amazon.de. Muss ich sagen, er sieht sehr gut aus, Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Es ist kein überragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, aber es ist ein wirklich solides Paket, was er hier für 45 € bekommt. Und nochmal sei darauf hingewiesen, weder von Monteverde noch von Amazon bekomme ich etwas dafür. Aber ich würde ihn mir wieder kaufen. Und ja, jetzt bin ich auf eure Erfahrungen gespannt und teilt mir das doch einfach mit, was ihr für Erfahrungen mit dem Monteverde Prima gemacht habt. Und ob ihr auch zufrieden seid oder so zufrieden seid, wie ich es bin. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.